Thanks for agreeing to talk to us in two languages. This interview is from the Bike Wall project of Verein Bike from Graz, where we have involved organizations from Italy and Spain as well, where we try to expand the culture of cycling also that is present here. Some youth workers were already in Graz. They could see, Spanish and Italians, they could see what we're talking about when we mentioned the Radoffensive, because we have been also writing the project and they were part of it and asking what was it, what is going on. So we can make it sound all nice on paper, but we want to have a reality check and also to hear from you what we can do to support more young people to cycle, because even if we do the perfect infrastructure, there will still be people who are not aware or have never tried or don't know how to cycle. We have had many people in their 20s, 30s who never cycled, because cycling is for children in some cultures. So yes, we would like to hear about all these questions, but let's start with the very first one, which is about the infrastructure, Graz, and a little bit about yourself. Who are we talking to? Okay. Auf Deutsch. Auf Deutsch, yeah. Sorry for answering in German. So, two questions. Also das eine Infrastruktur, das andere meine Person. Ich bin Judith Schettner, Vizebürgermeisterin, zuständig für ein Ressort, das viele Abteilungen umfasst, unter anderem Verkehrsplanung, Stadtplanung, Grünraum, und genau an der Schlüsselstelle ist auch das Thema Radinfrastruktur. Also ich sehe Radinfrastruktur nicht nur als Radwege, sondern jeder neue Radweg ist auch wenn es möglich ist, vom Platz ein Gehweg und hat auch Grünfaktoren, wenn es Platz hat. Wir haben nicht überall gleich viel Platz in der Stadt, aber sozusagen das Zusammendenken von Verkehrsplanung und Stadtplanung ist mir ganz wichtig. Das ist das eine. Das andere, ich bin gebürtige Grazerin und war in meinem Leben in der Stadt eigentlich meistens zu Fuß mit dem Rad oder mit der Straßenbahn unterwegs. Und ich denke, dass Graz die besten Voraussetzungen dafür hat, eine Radstadt zu sein. Das waren wir auch schon in den 90er Jahren, also wirklich mit einem Stadtrat damals, der sehr vorbildlich die Stadt weiterentwickelt hat. Es hat dann eine Zeit lang stagniert und jetzt hat das Ganze wieder Schwung aufgenommen und wir investieren sehr viel in die Umsetzung der Radoffensive, die eben im Gemeinderat einstimmig beschlossen wurde. Und das ist wichtig als Basis für das, was man tut, dass man gute Beschlüsse in den entsprechenden Gremien hat, eben in Graz im Gemeinderat, um Dinge umzusetzen. Und dann braucht es natürlich auch den politischen Willen und den Mut, um sowas zu tun. Was bewegt eine Gemeinde zu einer Fahrradinfrastruktur zu investieren? Exactly. So this question, was it the chicken or the egg first? Which one caused what? Because we know the story of Amsterdam. We know that there were the protests in the 60s because of many people who died in accidents, and then it took a whole new wave of infrastructure investment, but also policy creation. It's not always the streets, as we said, but it's the entire setup that supports that cycling. So how do we, and I'm asking these questions because we're working with municipalities in Italy, in Spain, in North Macedonia, where the conditions for cycling are better than here in Graz, in winter especially, but somehow they're waking up only now. How do we get more people on board with the idea of cycling is good and let's invest in it, and it's cheaper than investing in roads for cars. So what helps convince the municipalities to take care of this? Also das Wetter ist die halbe Miete, würde ich sagen. Und es ist super, je schöner das Wetter ist, desto einfacher fährt man mit dem Fahrrad. Aber wir sehen, dass wenn wir in die Infrastruktur investieren und ausbauen, dass das natürlich zu jeder Jahreszeit angenommen wird. Und da ist dann wieder das erwähnte, die Niederlande und Amsterdam ein Vorbild, weil dort fahren die Leute bei Schnee, Regen, Eis immer. Und auch hier in Graz beginnen die Leute rund ums Jahr mit dem Fahrrad zu fahren. Also das erste ist, glaube ich, die Überzeugung, dass eine Stadt sich gut eignet für den Fahrradverkehr, und es eignet sich fast jede Stadt dafür. Also sieht man auch in großen Städten wie Paris jetzt, die investiert haben. Es geht wirklich um die Infrastruktur und um die Überzeugung, dass
die aktive Mobilität, also die Bewegung einer Stadt, eine Stadt ausmacht und eine Stadt schöner macht, wenn sie es ermöglicht, dass sich möglichst viele Menschen in unterschiedlicher Art und Weise bewegen können. Also weg von dieser autozentrierten Stadt hin zu einer Stadt, wo man zu Fuß mit dem Rad und den Öffis unterwegs ist. Und eben der Radanteil spielt deswegen eine große Rolle, weil Radinfrastruktur ausbauen viel, viel billiger ist als die Straßenbahn. Zum Beispiel, also Graz ist auch eine Straßenbahnstadt. Das ist in der Investition nicht einmal annähernd vergleichbar. Also man kann mit einfachen Möglichkeiten sehr viel bewegen, indem man Radinfrastruktur ausbaut. Und dann sehen die Leute, dass es, sobald man sich sicher fühlt, dass das Spaß macht, dass es gesünder ist, dass man stehen bleiben kann, jederzeit Menschen treffen kann. Also es ist auch interaktiv, es ist kommunikativer auf die Art und Weise und es ist natürlich viel gesünder und es macht Spaß. Also es ist eine gute Sache und insofern, glaube ich, ist es ansteckend. Also jede Stadt, die eine andere Stadt besucht und sieht, dass es ja geht, kann sich sehr schnell infizieren mit dem Radvirus, glaube ich. Interesting. It was my personal story, just a small digression. When I came to Graz, everybody told me, from the people that I met, students and others, now it's time to get a bike and learn German. But I, as a cyclist, I underestimated maybe this, because cycling in Macedonia is just for sports. You don't consider it for commuting. And here it changed my perspective of what it can be. You can do sports every day without even realizing that you're doing sports, which I see that the city is allowing, and I really like. And we got positive feedback from everyone that came to that training in June the last year. So yes. How does Graz support, apart from the infrastructure projects? How do we support on a grassroots level people cycling? Because it's a combination of many things that make people cycle from young age, where the habits are created. Mm-hmm. What does the city do that maybe we can transfer to some other places? Also das Wichtigste und worauf wir einen großen Schwerpunkt gelegt haben in der Periode war die Kinder. Also wirklich von klein auf zu schauen, dass Kinder ermutigt werden und natürlich auch Eltern ermutigt werden, mit ihren Kindern in der Stadt mit dem Rad unterwegs zu sein. Und es beginnt mit Basics wie die Förderung von Lastenrädern, also dass man einfach wirklich von klein auf spürt, was heißt es, aktiv mobil zu sein und in einem Lastenrad zu sitzen, und irgendwann einmal steigt man dann selber aufs Fahrrad. Und je besser, also eben je sicherer die Infrastruktur ist, wie gesagt, desto mehr nehmen das die Leute an. Und da geht es auch nicht nur um Kinder, sondern eben um andere Gruppen, die, glaube ich, bei euch auch erwähnt waren, wie zum Beispiel Frauen. Also das wissen wir, dass Frauen sich unsicherer fühlen im Straßenverkehr und auch auf dem Fahrrad als Männer, weil die halt oft draufgängerischer sind und sich mehr zutrauen, und Frauen vorsichtiger, vor allem die ältere Generation. Und um das generationenübergreifend zu machen, also so ungefähr Stadtplanung von 8 bis 80, heißt es eben auch, mit den Kindern zu beginnen. Und wir haben die Förderung von Lastenrädern, wir haben den Kinderradelbonus eingeführt. Das ist europaweit die einzige Stadt. Wir fördern mit Gutschein den Ankauf von Fahrrädern für Kinder in der 3. Schulstufe. Das heißt, wenn man um die Zeit, da ist man ungefähr 11, macht man den Fahrradkurs oder kann den Fahrradkurs machen in der Volksschule und kann gleichzeitig mit einem Gutschein sich ein Fahrrad kaufen. Und das ist wiederum wichtig, um die soziale Ausgeglichenheit zu gewährleisten, damit sich Kinder und Eltern ein Fahrrad leisten können, die sich sonst nie ein Fahrrad kaufen würden. Und wir bekommen das auch als Rückmeldung, dass das gut funktioniert. Also dass wirklich Kinder ein Fahrrad haben, die vorher nie ein Fahrrad gehabt hätten. Die Kinder, die schon ein Fahrrad haben, können sie dann zum Beispiel Accessoires kaufen, wie einen Helm oder die Fahrradreparatur oder neue Lichter oder von mir ist eine Glocke oder irgendwas, was halt auch Spaß macht. Also es wird aktiv gefördert, das ist über den Kinderradelbonus. Dann haben wir
seit Jahren eben auch um die Zeit in der Volksschule Radfahrkurse, die wir anbieten mit der Radlobby. Und die gehen in Schulen und unterrichten und machen Fahrradkurse, Trainings im öffentlichen Raum, also fahren mit den Gruppen auf die Straße, damit sich die Kinder auch so trauen. Und dann haben wir noch 2 Radspielplätze initiiert in der Stadt, also einen in Gösting, einen im Zentrum, einen temporären, und wir arbeiten gerade am 3. Und das sind so große Spielplätze, wo man quasi die Motorik lernen kann. Da gibt es Hindernisse, du fährst über Hupferln und über unangenehmere Strecken, und da gibt es so kleine Steigungen und so Rillen oder auch Straßenbahnschienen, die kurz angelegt sind, damit man das lernt zu überqueren. Also da kann man Motorik üben, spielerisch. Und es ist ganz wichtig, dass dieses Programm war breit ausgerollt, damit man wirklich von Anfang an das Fahrradfahren fördern kann. Dann gibt es auch soziale Projekte, wie zum Beispiel die Bike Buddies bei der Caritas. Ich war selber mal Bike Buddy, da geht es jetzt vor allem um Frauen auch, die Fahrradfahren lernen mit einer Buddy. Also ich war Buddy für eine junge Frau, die noch nie Fahrrad gefahren ist, und wir sind zusammen in den Verkehrsgarten gegangen und haben dort Fahrradfahren geübt, inklusive Regeln. Und diese Projekte über die Caritas werden auch unterstützt von der Stadt, teilweise über das Sozialressort natürlich dann. Aber ich glaube, diese Summe an Projekten, die gefördert werden, damit die Leute sich sicher fühlen, ist wichtig für sowas. Interesting. So you're basing the policy on the outcomes, let's say, of the studies that are done, because we also have the other infrastructure that they don't have, maybe, like the Radlobby, Radkompetenz, number of studies that are proving everything we're talking about, because often when we hear the municipalities, yeah, there is no cyclists here, it doesn't really help, there is no conditions, but then when you see the numbers and the science behind it, do you use some of those, or do you initiate some more Forschung? Yeah, of course, we do. Wir unterstützen zum Beispiel als Stadt das neu, seit einem Jahr, glaube ich jetzt, das neu eingeführte Institut für aktive Mobilität, Zentrum für aktive Mobilität auf der Uni, also Technik, die sich ausschließlich kümmern um Forschung rund um aktive Mobilität. Und wir sind da bei Studien und Forschungsarbeiten auch beteiligt, beziehungsweise geben manche Themen gemeinsam in Auftrag. Also Forschung ist wichtig, klar. Wir greifen auch auf Ergebnisse, internationale Ergebnisse zurück und versuchen auch international eingebettet zu sein in die Erfahrungen aus anderen Städten, um darauf zurückzugreifen. Das ist das eine. Das zweite ist, Zahlen sind total wichtig. Also wir haben Radmessstellen eingeführt. Manche sieht man nicht. Also bei manchen haben wir Stelen, wo man sieht sozusagen, der wievieltausendste Radfahrer, Radfahrerin ist jetzt da vorbeigefahren. Die sind wiederum wichtig, nicht nur um zu sehen, wie verändert sich das Verhalten, sondern auch um die Möglichkeiten im Straßenraum zur Umgestaltung zu nutzen, weil wenn wir wissen, dass viele unterwegs sind, dann hilft uns die Straßenverkehrsordnung im Sinn von, ich kann Fahrradfahrende bevorzugen in der Infrastruktur. Also je mehr Leute mit dem Fahrrad unterwegs sind, desto besser kann ich auch von Gesetz her Infrastruktur schaffen. Also ja, wir brauchen Forschung und Zahlen, das ist ganz wichtig. Auch für die Klimadaten zum Beispiel. Wir wissen, dass über 20%, also ich glaube 24% sind Verkehr, ist der Anteil der CO2-Emissionen unserer Stadt. Und wenn ich jetzt quasi CO2 einsparen möchte, muss ich im Verkehr ansetzen. Und auch da brauche ich die Forschung und die Zahlen, um zu schauen, wie kann ich mit unseren Klimazielen konform gehen, was die Mobilität anbelangt und Mobilitätsziele. So, since we mentioned already what actually works well, and we answered the next question, I would have one more extra question, because in the meantime, we have gotten another project approved by the Erasmus Plus program, where we try to
involve these young people from AFIT to cycle with us to evaluate the infrastructure in that part of the city, Gärtnerstraße and around, from Don Bosco on, and then to send the feedback to the municipality for the next year's budgeting. Do you think that is something where the municipality will have a look at, or is there a better approach? Our idea is to cycle together, document everything, put it in a digital tool like a Mapillary or something with pictures, report that we want to send to the municipality with the ideas where could you invest further to improve the cycling paths on the other side of the river, so to speak, because it's a place where I see that there are some plans for Greece already, but if we go further, we see that there is more potential for improvements. Yeah, there's more potential everywhere in the city, I would say. So it's a never-ending story, or maybe sometimes it ends. But es ist ein langer Weg bis dorthin. Und natürlich, aber wir haben also das Feedback aus der Bevölkerung und die Rückmeldungen, wo etwas funktioniert und wo nicht, wo der Bedarf ist total wichtig. Und darauf reagieren wir auch. Das ist das eine. Zum anderen haben wir die Radoffensive beschlossen und in der auch sozusagen Prioritäten gesetzt. Weil das gab es ja vorher nicht, sondern man hat einfach irgendwas gemacht, aber ohne den großen Plan. Der große Plan ist die Radoffensive, wo bis 2030 einmal der Weg vorgezeichnet ist, dass man Radachsen schafft, dass man Lücken schließt, dass man also durchgängige Wege macht, dass man Parallelachsen zu Hauptverkehrsachsen macht, wo Kinder sicherer fahren, Fahrradstraßen, also alle diese Dinge, die wir eingeführt haben, blaue Teppiche, die am Anfang sehr viel Protest hervorgerufen haben und jetzt sehen alle, dass man sich viel sicherer drauf fühlt. Also das ist so ein immer wieder Fortschreiten und natürlich ist das Feedback wichtig und ja, ich weiß, dass gerade im Grazer Westen viel zu tun ist, weil dort auch die größten Defizite sind. Und der angesprochene Teil da rund um den Don Bosco ist ein Thema, obwohl da auch, also das sind Lücken zu schließen und Feedback ist wichtig, auf jeden Fall. Aber es ist, so viel kann ich trotzdem sagen, es ist vieles bekannt. Und wir arbeiten quasi jetzt einmal einen Plan ab, genauso wie den Masterplan gehen, wo wir dann auch, weil so viele Gehsteige in der ganzen Stadt fehlen, einmal priorisieren mussten, welche Gehsteige machen wir zuerst, weil dort gehen mehr Menschen als bei anderen. Aber im Grunde ist viel zu tun. Our idea is to teach them to think critically and to be able to assess, to know where it's dangerous, so that they can say, okay, this intersection, I don't feel safe here. So for us, the idea is to teach them how to report this. It's not the idea to change the city completely. When and where should we submit such a report? When is the right time with the municipality to, as we are going to first work on the cycling skills and then go cycling and evaluate, create the report somewhere towards the end of the next year. Would that be a good time to submit such a thing? Is there open consultations with the Radoffensive? Also jetzt nicht unmittelbar geplant, aber es gibt eben immer wieder so die Möglichkeiten, als Bürgerinnen anzudocken. Wir haben nächstes Jahr im Sommer Wahl und im Herbst ist sicher ein guter Moment, Dinge neu aufzustellen und es ist sicher ein guter Moment, dort da auch reinzugehen und zu sagen, da gibt es einen ganzen Plan für oder viele Anregungen für neue Bereiche. Also ich glaube, dass Herbst nächstes Jahr ein guter Moment ist, was anzuregen. Sounds good. We are doing this together with another municipality from North Macedonia and the school there. So we will do the things parallel. The kids will come also here to see the differences. We will go there to cycle and to discover a bit North Macedonia with the kids from AFIT. So I am excited about that, what is coming.